Moin Freunde, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video geht es endlich mal wieder um was Produktives, und zwar möchte ich euch zeigen, wie ich hier meinen Spindelmutterblock und die dazu passende Spindelmutterblock-Verschraubung, will ich es mal nennen, und dazu dann wiederum die passende Halterung zum Fräsen aus dem Aluminium geschnitzt habe. Bevor es jetzt mit dem Zerspannungsvideo losgeht, nochmal eine kleine Erläuterung. Meine Sorte Dern hier ist ja so eine kleine Diva, und in dem Video kriegt ihr dann gleich zu Anfang auch ganz klar mit, warum ich mir die Z-Achse und auch die Stützweiten auf der X-Achse deutlich erhöhe. Beim Schrubben ist doch sehr, sehr deutlich zu hören, dass die X-Achse relativ schnell an ihre Grenzen stößt. Das wiederum erhoffe ich mir dann halt mit der neuen Konstruktion zu eliminieren. Die Y-Achse dagegen, die ist vollkommen unbeeindruckt von den Schnittdaten. Die wird und kann einfach so bleiben. Ja, eine kleine weitere Neuerung, ein kurzer Teaser auf nächste Videos. Ich habe mir endlich einen Werkzeugwechsler besorgt. Und zwar einen Vorsatzwechsler hier für so eine China-Spindel. Ich habe den Hotbutton mal wieder abgeschraubt. Das ist ein SK30 Werkzeugwechsler, schon ein ganz schöner Prügel. Dumm ist übrigens, nur zum Ausprobieren habe ich mir erstmal nur eine Spannzange besorgt. Das heißt, ich darf jedes Mal das Werkzeug wechseln. Hat sich also dummerweise nicht viel geändert. Bis jetzt. Die neuen Spannzangen bzw. Werkzeugaufnahmen sind bestellt. Ja, bleibt mir noch viel Spaß beim anschließenden Zerspannungsvideo zu wünschen, und wir sehen uns danach gleich nochmal kurz wieder.
Ja, so viel zur produktiven Seite aus diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es doch bitte. Sollte es euch nicht gefallen haben, könnt ihr es natürlich auch disliken. Wenn ihr bei meinen Projekten am Ball bleiben wollt, dann abonniert doch einfach meinen Kanal. Ich persönlich würde mich sehr darüber freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, wie immer. Tschüss!